Der TÜV-Report 2026 ist da komisch, denn 2026 ist noch nicht gekommen. Eigentlich müsste er 2025 heißen, aber egal. Und wie wir hier auf dem Kanal sagen, täglich grüßt das Murmeltier. Denn wie immer gibt es sehr viele Schattenseiten bei diesem Report, die in der Pressemitteilung etwas komisch in Anführungszeichen dargestellt wurden. Und worum es geht, zeige ich euch in diesem Video. Das Thema TÜV und TÜV-Report habe ich schon in zwei anderen Videos besprochen. Da ging es um die Mängelquote bei Tesla und da habe ich euch einige Sachen gezeigt, die nicht sehr sauber waren, um es etwas milder auszudrücken. Das Video könnt ihr euch im Nachhinein nochmal anschauen. Das sind zwei Videos, da habe ich auch mit einigen TÜV-Mitarbeitern gesprochen und da ihren Wissensstand ein bisschen geprüft, ob sie überhaupt geschult wurden auf Tesla-Fahrzeuge und wieso das wichtig ist, das werde ich jetzt im Laufe des Videos erklären. Und ich werde auch einige Zitate aus diesem Video nochmal erwähnen und wie gesagt, könnt ihr euch das Video im Nachhinein nochmal anschauen. Aber kurz zusammengefasst werden wir heute erneut diese Mängelliste bei Tesla uns genau anschauen, aber dieses Jahr gibt es auch einige andere Fahrzeuge, die unter die Lupe genommen werden müssen. Denn das, was der TÜV hier in der Pressemitteilung erwähnt hat, ist nur ein Teil der Wahrheit. Bevor wir loslegen, muss ich auch einige Sachen klarstellen. Ihr müsst definitiv eure Vorurteile gegenüber Tesla oder Tesla-Fanboys einfach außen vor lassen und das Video mit offenen Augen euch anschauen und euch nur die Fakten anschauen. Denn wer den Kanal abonniert hat und schon lange verfolgt hat, weiß, dass hier auch sehr kritische Tesla-Videos es in der Vergangenheit gegeben hat. Es geht hier nicht um einen Hersteller, denn ich werde auch einige andere Hersteller aus der Liste nochmal erwähnen, sondern es geht darum, dass aus meiner Sicht hier versucht wird, die öffentliche Darstellung zu manipulieren und das sehr dreist und das werde ich euch hier in diesem Video zeigen. Und wenn ihr zufällig beim TÜV Süd oder beim TÜV-Verband arbeitet, als Prüfer oder was auch immer, das ist jetzt wahrscheinlich nicht gegen euch gerichtet, sondern wahrscheinlich ist das ein Managementproblem. Ob das jetzt ein Problem ist oder ob das gewollt ist, das kann man natürlich nicht nachweisen, aber es geht ja hier einfach darum, dass es Wissenslücken bei einigen Prüfern gibt, die über Jahre in Verbindung hauptsächlich mit der Marke Tesla nicht vom TÜV-Verband beseitigt werden, denn der TÜV-Verband an sich hat jetzt keine freien Mitarbeiter, die jetzt für TÜV arbeiten, sondern das sind Direktangestellte, die auch vom TÜV geschult werden müssen. Aber legen wir gleich los. Bevor wir jetzt über Manipulationen reden können, dann müssen wir uns auch den Ursprungstext anschauen und wie dort die Fakten dargestellt werden. Und ob das Fakten sind oder nicht, das erkläre ich jetzt gleich im Video. Aber wir müssen ja auch das sogenannte Framing, Neudeutsch, verstehen, denn da ist auch ein Teil dieser Manipulation, die jetzt vor euren Augen stattfindet, die ihr aber wahrscheinlich auch übersehen werdet. Das erste, was uns auffällt, ist Tesla Model Y und Tesla Model 3 auf dem letzten und drittletzten Platz im Ranking der jüngeren Fahrzeuge stehen. Das ist jetzt direkt in der Überschrift. Das ist quasi für den TÜV-Verband das Wichtigste aus dem Report, denn dort wird die meiste Information auch gelesen. Sehr viele Leute lesen nicht den Text und die meisten Leute lesen sich nicht das an, was ich jetzt euch zeigen werde. Und da steckt auch genau das Problem, aber deswegen gibt es auch diesen Kanal, damit wir auch die Wahrheit zeigen können und wir auch ein bisschen uns vor solchen Manipulationen schützen können. Fällt euch hier etwas auf? Wo ist hier der zweitletzte Platz? Wieso wird er nicht erwähnt? Wieso muss hier ausdrücklich Tesla erwähnt werden? Wieso wird nicht nur das Tesla Model Y erwähnt als letzter Platz? Genauso wie Tesla Model 3 letztes Jahr dargestellt wurde, da wurde auch nicht über den zweiten oder dritten Platz gesprochen. Nein, da wurde nur über den letzten Platz was gesagt. Und hier sehen wir Tesla Model Y, Model 3 auf dem letzten und drittletzten Platz. Leider gab es ein Auto dazwischen, das irgendwo zwischen diesen beiden Fahrzeugen sich positioniert hat. Es wäre wahrscheinlich für den TÜV-Verband deutlich besser gewesen, wenn Tesla Model Y und Model 3 auf den zwei letzten Plätzen gestanden hätten. Das ist aber nicht der Fall und trotzdem wird hier der zweitletzte nicht erwähnt. Sehr komisch.
Das ist das erste Teil von der ganzen Manipulation und dann müssen wir noch ein bisschen weiter unten im Text den Inhalt lesen und dann vergleichen wir das mit den Statistiken, die uns der TÜV-Verband selbst zur Verfügung gestellt hat und schauen, ob die Wortwahl und die Reihenfolge dieser Wortwahl auch richtig war. Wenn wir uns also den Pressebericht nochmal genau anschauen, da steht den letzten Platz von 110 Fahrzeugen belegt das Model Y mit Meldquoten von so und so viel Prozent. Das ist der höchste Mängelwert in der Altersklasse seit 10 Jahren. Und beim Model Y werden vor allem Mängel an den Achsaufhängungen, an den Bremsscheiben und an der Beleuchtung beanstandet. Hier, wie gesagt, sehr wichtig die Reihenfolge. Achsaufhängung, Bremsscheiben, Beleuchtung. Wenn ich in einem solchen Pressebericht eine Aufzählung machen würde, dann würde ich, und da müssen wir uns definitiv nicht darüber streiten, das ist wahrscheinlich die einzige Sache, wo wir uns absolut einig sein werden. Wenn ich irgendwas aufzähle, dann zähle ich es so auf, dass der Mängelwert und die Mängelursache mit den meisten Mängeln an erster Stelle steht, dann die zweite und dann die dritte. Das ist einfach so und da gibt es nichts einzuwenden. Würden wir uns aber die tatsächliche Mängelliste anschauen, dann sehen wir, dass das tatsächlich nicht der Fall ist, sondern die Achsaufhängung vor der Bremsscheiben ist, so weit so gut, aber die Beleuchtung überproportional etwa 100%, also fast doppelt so viel wie die beiden anderen auftaucht. Also das heißt, die Mängelliste von Achsaufhängen ist bei etwa 2,9 Punkte, bei den Bremsscheiben 2,8 und bei Beleuchtung etwa 4, irgendwas und 5,9. Das ist nicht nur überproportional zu den beiden anderen aufgeführten Mängeln, sondern ist deutlich überproportional und das fällt schon auf. Wenn bei einem Fahrzeug so oft das Fahrzeug wegen Beleuchtung durchfällt, dann muss man sich auch fragen, ob der Fehler doch nicht vielleicht auch beim TÜV liegt. Aber dazu nochmal, wie gesagt, am Ende des Videos, wo ich jetzt auch die Kommentare beantworten werde. Aber hier ist wichtig nochmal festzuhalten, hier ist der zweite Punkt, wo versucht wird, die öffentliche Meinung zu manipulieren, indem man die Aufzählung so darstellt, dass die Achsaufhängungen und Bremsscheiben an erster Stelle sind und erst dann die Beleuchtung auftaucht, obwohl das genau umgekehrt ist und mit Abstand umgekehrt ist. Und bevor jetzt hier die Schlaumeier aus dem TÜV noch kommen und sagen, das wurde alphabetisch nach den Buchstaben von den Mängeln aufgezählt, das stimmt auch nicht, denn Beleuchtung kommt vor Bremsscheiben. Pech gehabt. Und damit ich euch beweise, dass das, was ich jetzt sage, nicht einfach aus den Fingern gesaugt wurde, zeige ich euch auch die Berichterstattung in anderen Medien. Zum Beispiel bei ADAC, TÜV-Report, Tesla erneut letzter Platz im Mängelreport und sehr interessant, Automotorsport. Da kommt natürlich auch wieder vor im Titel, dass Tesla den letzten Platz belegt hat, aber hier hat sich Automotorsport natürlich ein bisschen etwas ausgedacht und einige Sachen hinzugefügt, wie zum Beispiel gefährliche Mängel, nicht nur erhebliche Mängel, sondern auch gefährliche. Hier wird natürlich suggeriert, dass das Fahrzeug nicht straßentauglich ist, obwohl hier mit Abstand die größten Fehler bei der Beleuchtung liegen. Aber das ist ja jetzt eine andere Geschichte. Das werden wir, wie gesagt, am Ende des Videos nochmal besprechen. Wir kommen aber zu der Erklärung der Mängel, die bei Tesla auftauchen und die Aufstellung und die Auflistung dieser Fehler. Und wie wir sehen hier ein Absatz mit 3 Paragraphen, 3, 4 sehr große Blöcke. Da wird erklärt, wie die Querlenker so schlecht sind bei Tesla und die Bremsscheiben und die werden auch nicht gewartet. Und ganz am Ende mit einem Satz wird erwähnt, dass ja auch die Beleuchtung stimmt bei Teslas nicht. Obwohl, und das müssen wir uns nochmal im Detail anschauen, wenn wir uns die vergleichbaren Fahrzeuge anschauen, wie zum Beispiel hier die Skodas, nehmen wir zum Beispiel den Kamiq 4,2, dann nehmen wir auch Rapid 4,1, Superb 2,2 und dann gibt es noch weitere Seiten, Peugeot 208, auch Elektrofahrzeug, dann haben wir Peugeot 208 Verbrenner, dann haben wir Renault Megane 3,4
Und so weiter und so weiter und so weiter gibt es Fahrzeuge, die deutlich öfter wegen Bremsscheiben durchfallen, aber Tesla ist hier aufgelistet. Wieso? Wegen falsch eingestelltes Licht. Und das überproportional mit etwa 10% insgesamt. 10% muss man sich vorstellen. Deutlich, deutlich überproportional. Sonst würde Model Y überhaupt nicht hier in der Liste auftauchen, würde wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld, denn die Achsaufhängung, das ist eine Problematik, dazu komme ich später im Video, aber die Bremsscheiben, die sind nicht mal überproportional oft durchgefallen und das größte Problem ist die Beleuchtung. Diese wiederum wird im IMS nur mit einem Satz aufgezählt. So, meine Freunde, funktioniert Manipulation, so, meine Freunde, funktioniert Meinungsbildung und so werdet ihr belogen, weil ihr euch nicht informiert. Aber habt keine Angst, ich bin hier für euch aufzuklären und euch zu zeigen, dass die Welt nicht so ganz einfach ist, wie der TÜV, ADAC und alle uns vortäuschen wollen. Und wie gesagt, hier geht es nicht um Tesla. Tesla macht natürlich Fehler, dass sie jetzt nicht proaktiv das Ganze beseitigen und vielleicht mal auch proaktiv die Fahrer kontaktieren und vor dem TÜV natürlich die Fahrer anrufen und ein Angebot anbieten, die sogenannte TÜV-Prüfung, denn es muss ja nicht bei TÜV gemacht werden, es gibt ja auch DEKRA, GTÜ und so weiter und so fort, das bei Tesla durchzuführen, denn diese Möglichkeit gibt es. Sehr viele Fahrer wissen davon nichts und natürlich sind auch die Tesla-Mitarbeiter nicht sehr motiviert, wenn sie jetzt auf laufendem Band gekündigt werden, wie hier in Berlin zum Beispiel. Hier hat sich der Service Center in 5 Jahren dreimal gewechselt, inklusive 4 oder 5 Werksleiter. Und das ist natürlich ein Problem von Tesla, aber die Manipulation, die hier stattfindet seitens TÜV, diese Darstellung, dass quasi ein Fahrzeug, was fast keine Mängel hat und nur ein bisschen Achsaufhängung und hier ein bisschen Bremse und das nur bei den Performance-Fahrzeugen, das ist auch eine Sache, die viele Nicht-Tesla-Fahrer nicht wissen, sondern und das hier nicht aufgelistet wird, dass die Performance-Fahrzeuge eine Fehlkonstruktion der Bremse haben und diese wahrscheinlich auch überproportional hier auftauchen. Das ist natürlich ein Fehler von Tesla, aber wir müssen auch uns nicht verstecken, dass hier der TÜV auch ein Interesse zeigt, die Meinung von der Öffentlichkeit zu beeinflussen. Wieso, weshalb, warum? Das könnt ihr euch vielleicht mal ausdenken. Der TÜV hat auch in der Vergangenheit geglänzt dadurch, dass sie auch Lobbyarbeit für bestimmte Hersteller geleistet hat und auch Empfehlungen an die Politik gerichtet hat, dass man bitte auch noch Wasserstoff und E-Fuels und solche Sachen fördern sollte und nicht alles auf die Elektromobilität zu setzen. Und es gab ja auch in der Vergangenheit Pressemitteilungen vom TÜV, die auch eine Meinungsbildung innerhalb der Politik versucht haben durchzusetzen. Das heißt, hier agiert ein Verein teilweise als Lobbyverein. Das ist kein unabhängiges Prüfunternehmen, sondern teilweise auch ein Lobbyverein. Und hinter einem Lobbyverein stecken auch verschiedene Leute, die auch verschiedene Interessen haben. Und das Ganze könnt ihr euch gerne auch ausmalen. Dieses Video hier aus der ARD-Mediathek wird euch wahrscheinlich auch helfen, zu sehen, dass TÜV und insbesondere TÜV Süd ein internationales Konglomerat geworden ist, profitorientiert und auch weltweit agiert. Schaut euch auf jeden Fall auch dieses Video an. Dann werdet ihr auch hoffentlich sehen, dass das, was ich jetzt euch zeige, auch möglich ist. Bleibt bitte nicht immer naiv, sondern hinterfragt auch irgendwelche Zusammenhänge. Und hier sehen wir auch sehr deutlich, dass es Zusammenhänge gibt zwischen falscher Schulung, die ich euch im letzten Video gezeigt habe, und Ergebnis, dass ein besonderes Fahrzeug bei einer TÜV-Prüfung dann durchfällt. Und das überproportional zu anderen DEKRA und GTÜ, denn bei DEKRA und GTÜ gibt es eine Anleitung, die kann ich euch jetzt aus rechtlichen Gründen nicht zeigen, weil Datenschutz und persönliche Rechte von dem Urheber. Aber die GTÜ zum Beispiel hat auch eine interne Anleitung, wie die Prüfer das Licht bei Tesla-Fahrzeugen richtig testen sollten und auch gegebenenfalls auch einstellen. Denn genau das ist der Punkt. In meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, dass alle 4 befragten TÜV-Prüfer gesagt haben, dass sie das Licht bei anderen Fahrzeugen außer Tesla einstellen und bei Tesla
das Licht nicht einstellen, weil sie nicht wissen und nicht geschult wurden, wie sie das Licht einstellen. Und das verzerrt auch die Statistik, denn wir wissen hier nicht, welche Fahrzeuge durchgefallen wären, wenn der TÜV-Prüfer nicht ein Auge zugedrückt hat. Und das ist mir auch zweimal passiert mit meinem alten Verbrenner BMW. Da hat der TÜV-Prüfer einfach die Verstellschraube einfach gedreht und da war das Licht plötzlich eingestellt. Das machen einige Prüfer, andere machen das nicht und je nachdem wie die Weltansicht ist, und da sind ja auch Menschen, manche haben eine Weltansicht, in dieser Tesla nicht passt oder ein anderer Hersteller, und da sind auch Menschen mit Toleranzen bei der Achsaufhängung und teilweise auch bei den Bremsscheiben gibt es sehr viele Toleranzmöglichkeiten und ein Fahrzeug wird durchfallen bei einem Prüfer und dasselbe Fahrzeug bei einem anderen nicht. Das ist auch eine Problematik in dieser Statistik, die nicht dargestellt wird. Aber die Problematik liegt eindeutig beim TÜV-Prüfer, der erstens nicht geschult ist, wie das Licht zu testen ist. Denn es gibt bei Tesla leider unterschiedliche Fahrzeuge mit LED-Matrixlicht oder kein Matrixlicht. Und das muss der Prüfer auch wissen. Das muss er auch erkennen. Dazu gibt es auch diese Anleitung bei GTÜ, bei DEKRA. Und dort wird auch erklärt, wie man das auch unterscheiden kann. Denn ohne eine Fachanweisung wird man das nicht wissen. Und wie ich euch im letzten Video gezeigt habe, von 4 wussten 0, wie man das Licht einstellt. Also das ist jetzt eine Trefferquote, die sehr repräsentativ ist, auch wenn es nur 4 waren, hier im Großraum Berlin, alle bei TÜV Süd eingestellt. Keiner wusste, wie man das Licht bei Tesla testet oder einstellt und ob es Unterschiede gibt zwischen LED-Matrixlicht oder kein LED-Matrixlicht. Bevor wir uns die Fragen und die Zuschauerkommentare nochmal genau anschauen, denn da kamen einige, die sich definitiv hier auch unter diesem Video wiederholen werden, muss ich auch noch mal etwas zu Tesla Model 3 hinzufügen, denn Tesla Model 3 war letztes Jahr auf dem letzten Platz. Damals gab es keine Tesla Model Y, denn die ersten sind 2022 zugelassen worden. Und auch damals, genau wie bei Model Y, gab es diese Problematik mit den Einstellungen vom Licht, ob das jetzt richtig getestet wurde, ob vielleicht der Prüfer nicht wusste, dass man das Gerät falsch eingestellt hat und so weiter und so fort. Wie gesagt, das habe ich alles im letzten Video besprochen. Und da gab es auch sehr viele Achsaufhängungen und Bremsscheibenprobleme. Und wenn wir uns jetzt den TÜV-Report dieses Jahr anschauen und wieder Abblendlichtprobleme bereinigt, dann schauen wir uns, dass sich die Tesla Model 3s deutlich verbessert haben. Zumindest was die Achsaufhängung angeht, ist der Wert von 3,0 2025 auf 1,7 gesunken und sogar bei den 5-jährigen Fahrzeugen sogar 2,2, was sehr gut ist. Das heißt, viele Tesla Model 3 Fahrer haben ja verstanden, dass Tesla auf Garantie die Achsaufhängung ersetzt, und das wissen auch viele Nicht-Tesla-Fahrer wiederum nicht. Wenn sie so einen TÜV-Report lesen, das ist eine Katastrophe. Nein, im Gegensatz. Die Tesla-Fahrer wollen, dass sie durchfallen, weil in den ersten 80.000 Kilometer oder 4 Jahre bekommen sie kostenlose Querlenker von Tesla, weil das innerhalb der Garantie ist und die Tesla-Garantie 4 Jahre im Gegensatz zu vielen deutschen Herstellern 2 Jahre deutlich länger ist. Das heißt, die haben sogar Interesse, dass sie beim TÜV durchfallen. Oder einige sind proaktiv auf Tesla gegangen und haben die Querlenker ausgetauscht. Bei den Bremsscheiben ist der Wert auch ein bisschen besser geworden, allerdings gibt es dort wahrscheinlich immer noch Fehler. Man sieht auch hier bei den 5-jährigen überproportional 7,6. Ich gehe mal davon aus, dass das auch sehr viele Performance-Fahrzeuge sind, denn die Bremsscheiben bei meinem Fahrzeug nach 100.000 Kilometern und 5 Jahren sehen fast wie neu aus. Also da gibt es, wie gesagt, Konstruktionsfehler bei den Performance-Fahrzeugen, weil die Fahrzeuge nicht wie Performance-Fahrzeuge gefahren werden und da rosten einfach die Belege, weil sie falsch konstruiert sind. Da der TÜV aber jetzt hier keine Auflistung zur Verfügung stellt, dann wissen wir nicht, ob das tatsächlich auch überproportional Performance-Fahrzeuge waren. Also das ist durchaus denkbar. Aber positiv erneut hier die Achsaufhängung. Und wenn wir uns auch bei Model Y die Lichteinstellungsproblematik nochmal genau anschauen, dann sehen wir, dass das genau das Problem ist, was hier dazu geführt hat, dass Tesla Model 3 so hinten bei dieser TÜV-Report-Liste steht.
Und jetzt kommen wir nochmal zu den Fragen und Antworten bezüglich des Lichts. Die erste und die häufigste Frage oder Kommentar, die unter den Videos oder wenn das Video irgendwo geteilt wurde, immer wieder aufkam, war erstens, die TÜV-Prüfer müssen gar nicht geschult werden und zweitens, die TÜV-Prüfer dürfen gar nichts einstellen, die sind nur Prüfer. Erstens, die erste Aussage ist komplett falsch, die müssen natürlich geschult werden, weil, wie ich euch gezeigt habe, bei Tesla es unterschiedliche Scheinwerfer gibt, die zeitgleich gebaut wurden, also teilweise im gleichen Tag, am gleichen Monat. Also man muss quasi dort hinschauen. Es gibt keine Anweisung, außer die bei Tesla und die muss man sich entweder herausfinden oder wenn es eine Anleitung wie bei GTU gibt, die intern ist, dann muss man sich diese anschauen. Aber die TÜV-Prüfer müssen natürlich geschult werden, denn die Prüfgeräte, die haben verschiedene Einstellungen. Es kann auch durchaus sein, dass der TÜV-Prüfer falsch gemessen hat. Das kann der Fahrer wahrscheinlich nicht sehen, der ist nicht vom Fachwerk, der weiß das nicht. Also es ist ja sehr wohl möglich und es ist ja auch vorgekommen, das wurde auch in diesem eFieber-Video auch von diesem GTU-Prüfer gesagt, dass wenn das Gerät falsch eingestellt wurde, dann die Messergebnisse auch falsch sind. Zum Einstellen. Einstellung, also ich habe da jetzt im letzten Video auch diese HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie gezeigt, was quasi das Gesetz begleitet und da steht, dass die Grundeinstellung der Scheinwerfer vorzunehmen ist. Also manch einer hat das so ausgelegt, dass das einfach irgendwelche Grundeinstellungen sind, die quasi vor der Prüfung stattfinden sollten. Wie dem auch sei, das ist alles egal. Jeder TÜV-Prüfer, den ich befragt habe, der hat gesagt, dass wenn er sieht, dass die Lichter falsch eingestellt sind, dass er das quasi korrigiert und die Fahrzeuge dann nicht durchfallen lässt. Und bevor er sagt, das sind keine Mängel, die dazu führen, dass das Fahrzeug durchgefallen ist, denn diese Kommentare gab es ja auch. Nein, das ist falsch. Falsch eingestelltes Licht und genau das steht ja auch hinter Abblendlicht und Beleuchtung vorne. Falsch eingestelltes Licht ist ein erheblicher Mangel und da sehen wir auch im TÜV-Report, das wurde auch so aufgezählt und ich habe ja auch hier schwarz auf weiß andere TÜV-Berichte. Natürlich ist falsch eingestelltes Licht seit 2014, glaube ich, ein erheblicher Mangel und führt dazu, dass das Fahrzeug keine Plakette erhält, zumindest in Deutschland. Auch wenn das Fahrzeug absolut mangelfrei ist, kann falsch eingestelltes Licht, wenn der Prüfer jetzt nicht irgendwie auf Kulanz ausgelegt ist oder vielleicht nicht geschult wurde und nicht weiß, wie man das einstellt, weil es nicht über diese Einstellschraube vorne funktioniert, sondern man muss quasi im Fahrzeug das Lenkrad nochmal bewegen. Wenn er das nicht weiß, dann macht er das nicht. Und genau das habe ich auch im letzten Video gezeigt, mit diesen 4 Gesprächen bei 4 TÜV Süd Mitarbeitern oder Angestellten und auch Filialleiter war auch dabei. Die alle wussten nicht, wie man das Fahrzeug einstellt. Die alle haben mir aber bestätigt, dass sie das bei anderen Fahrzeugen aus Kulanz auch machen. Und da gab es einen Kommentar von einem GTU-Mitarbeiter, soweit ich das verstanden habe. Der hat gesagt, dass diese sogenannten Mängel, die beseitigt wurden, zwar in der Statistik auftauchen, allerdings nicht dazu führen, dass das Fahrzeug durchfällt. Das heißt, wenn zum Beispiel das Licht falsch eingestellt wurde, dann würde der Mitarbeiter das im Protokoll festhalten, das als Mängelschleife dokumentieren. Das heißt, der Fehler war da, ich habe es aber beseitigt, konnte es beseitigen und das würde dann bei dieser TÜV-Statistik dann auftauchen. Es gibt 2 Probleme damit. Erstens, wir wissen nicht, ob das der Fall ist. Zweitens, das würde sogar die Statistik vom TÜV weiterhin verfälschen, denn hier steht eindeutig, das sind die Fahrzeuge, die durchgefallen sind. Das heißt, die haben keine Plakette erhalten. Wenn wir jetzt Fahrzeuge unterscheiden, wo die Plakette erhalten wurde, aber nur die sogenannte Mängelschleife dokumentiert wurde, das heißt, das Fahrzeug ist einerseits auf Papier durchgefallen, aber tatsächlich nicht durchgefallen, dann würde diese Statistik dann verfälschen. Das würde jetzt nicht bedeuten, dass 17% der Fahrzeuge durchgefallen sind, sondern nur 17% auf Papier durchgefallen sind.
Das ist hier genau die Problematik, von der ich jetzt rede. Wir reden hier von einer Verfälschung, von einer Manipulation. Wir wissen nicht mal, wie der TÜV diese Statistik führt. Werden diese Mängelschleifen dokumentiert? Sind die Fahrzeuge tatsächlich durchgefallen oder nicht? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und das Problem dabei ist nicht nur diese Manipulation, die jetzt stattfindet, sondern dass der TÜV-Verband sehr wohl weiß, dass diese TÜV-Berichte auch im Ausland zur Kenntnis genommen werden und auch davon berichtet wird. Weil der deutsche TÜV natürlich, der deutsche TÜV, haha, das ist quasi das Oberste vom Obersten. Da wird alles genau hingeschaut und wenn das meistverkaufte Auto der Welt dort durchfällt, egal ob jetzt 2% wegen Achsaufhängung, 10% wegen falsch eingestelltes Licht, weil das natürlich nur im Kleingedruckten steht, dann ist das eine andere Vorstellung von diesem Produkt und dann suggeriert das auch etwas anders, als was tatsächlich passiert ist. Denn keiner dieser ausländischen Journalisten oder auch Leser würde diese Mängelschleifen und irgendwelche andere Kleinigkeiten hier in Deutschland verstehen, nur weil der Deutsche so pedant ist und er muss tatsächlich alles auflisten und bei einer Prüfung muss natürlich das Licht eingestellt sein und wenn das nicht eingestellt ist, dann wird der Prüfer das nicht einstellen. Nein, da muss der Fahrer lernen, der muss nochmal kommen, nur weil der Prüfer jetzt nicht weiß, wie man das einstellt. Das ist totaler Blödsinn. Das muss einfach in diesen Richtlinien vorgeschrieben werden, dass der TÜV-Prüfer das Licht einstellt, weil wenn die Möglichkeit besteht, dass der TÜV-Prüfer das auch leicht einstellt, dann soll er das machen. Wieso soll er das nicht machen? Soll der Fahrer nochmal zurückfahren, im Stau stehen, CO2 verursachen und nochmal hinfahren? Und bevor jemand sagt, ja, ich werde jetzt nicht an einem fremden Fahrzeug was machen und einstellen als TÜV-Prüfer, das kann bei einer Feststellschraube vielleicht auch tatsächlich interessant sein. Da könnte man vielleicht irgendwas kaputt machen, aber wenn man irgendwas am Lenkrad ändert und das dokumentiert, dann sollte das auch möglich sein. Das alles lenkt aber vom größeren Problem, die Darstellung, dass hier Tesla Model Y einfach schlecht ist, obwohl überproportional 10% zu 6% von den durchgefallenen Fahrzeugen einfach wegen falsch eingestelltes Licht durchgefallen sind. Und wir können uns bis morgen streiten, ob das ein erheblicher Mangel ist. Wenn das im Gesetzbuch steht, dass das ein erheblicher Mangel ist, dann ist das ein erheblicher Mangel. Aber jeder, und zwar jeder, der das Wort TÜV irgendwo hört, dann verbindet er ein durchgefallenes Fahrzeug damit, dass irgendwas an einem Fahrzeug Gravierendes und wie auch AMS geschrieben hat, Gefährliches stattfindet. Und das ist hier nicht der Fall. Denn hier liegt Model Y, wenn wir uns auch alle anderen Fahrzeuge ohne das Abblendlicht anschauen, irgendwo im Mittelfeld, sogar im vorderen Mittelfeld. Und da gab es unter einem der letzten Videos auch einen Kommentar, dass falsch eingestelltes Licht kein erheblicher Mangel sei. Ich bekomme ständig sehr wilde Kommentare, aber das war der wildeste Kommentar und das Komischste daran war, dass dieser Verfasser sich als TÜV-Prüfer vorgestellt hat. Natürlich kann man im Internet alles schreiben, was man will, aber wenn das tatsächlich der Fall ist, dass ein TÜV-Prüfer nicht mal weiß, was ein erheblicher Mangel ist und wie er das zu dokumentieren hat, dann stellt sich so die Frage, inwiefern diese TÜV-Prüfer überhaupt das Recht haben, solche Prüfungen durchzuführen. Natürlich ist falsch eingestelltes Licht ein erheblicher Mangel und natürlich ist das auch der Grund, der steht ja auch dort in der Beschreibung von dem Fehler beim TÜV-Report selbst, aber natürlich auch habe ich euch verschiedene Beispiele von anderen Fahrzeugen, von TÜV-Prüfungen gezeigt, wo nur das falsch eingestellte Licht dazu geführt hat, dass das Fahrzeug keine Plakette erhalten hat. Das habe ich mir nicht erfunden und natürlich ist das auch der Hauptgrund, weshalb Tesla Model Y auf dem letzten Platz ist. Und damit ich euch zeige, einerseits in der öffentlichen Wahrnehmung ist verstelltes Licht überhaupt kein erheblicher Mangel und da würde keiner auf der Straße, wahrscheinlich 20 oder 30% würden wissen, dass das ein erheblicher Mangel ist und auch dazu führt, dass ein Fahrzeug durch die TÜV-Prüfung durchfällt. Zuerst würde man an Achsaufhängung, Bremsen, Ölverlust, Motorantrieb, irgendwas mit der Abgasuntersuchung und so weiter und so fort, aber nicht das Licht. Und dann kommt ein Tesla auf dem letzten Platz, obwohl es hier City Berlingus gibt oder BMW X5, die deutliche Ölverlust und Motorantriebprobleme haben,
die sind natürlich vor dem Tesla Model Y. In diesem Sinne, schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr darüber denkt und ein Like und Abo und Hypen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.